Warum die Beteiligung an einer deutschen GmbH und Co. KG inklusive an einer vermögensverwaltenden GmbH und Co. KG für dich zur Steuerfalle werden kann, wenn du in die Schweiz umziehst, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig unser Seminar in Zürich Auswandern in die Schweiz. Die Schweiz ist ja das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. In diesem zweitägigen Seminar beschäftigen wir uns intensiv mit Steuerfragen, wie zum Beispiel jene, die wir jetzt in diesem Video besprechen. Wohin in der Schweiz umziehen, welcher Kanton ist besonders steuergünstig, was muss man steuerlich beachten, was hat es mit dem Doppelbesteuerungsabkommen auf sich mit Deutschland, der sogenannten überdachenden Besteuerung, welche Bewilligungen braucht man in der Schweiz, wie bekommt man diese, wie kommt man zum Beispiel auch an den Schweizer Pass, dann nach 10 Jahren, welche Banken in der Schweiz sind besonders zu empfehlen, wie gründet man Firmen in der Schweiz, also all diese Fragen, die dich beschäftigen, wenn du als Unternehmer, Freiberufler oder Investor in die Schweiz umziehst. Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in diesem Seminar. Wenn auch du dich mit dem Thema Umzug in die Schweiz auseinandersetzt und dazu alle möglichen steuerlichen Fragen hast, dann lade ich dich dazu gerne ein. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zum eigentlichen Thema dieses Videos. Viele deutsche Mandanten, gerade mittelständische Unternehmen, betreiben ja ihr deutsches Unternehmen mit der Rechtsform einer GmbH und Co. KG, also einer Personengesellschaft. Der Vorteil dieser Konstellation ist, wenn man über eine Auswanderung nachdenkt, dass dann keine Wegzugsteuer anfällt. Du weißt ja, die deutsche Wegzugsteuer, sie ist voller Tücken und sie kann so richtig teuer werden, aber eben sie ist nur ein Thema, wenn du an Kapitalgesellschaften beteiligt bist. Wenn du nicht an Kapitalgesellschaften beteiligt bist, dann kann dir das ganze Thema komplett egal sein. Das heißt, bist du also Kommanditist einer deutschen GmbH und Co. KG, kannst du einfach so ins Ausland wegziehen. Dann musst du dich um das Thema Wegzugsteuer nicht scheren. Das ist ja auch der Grund, warum viele Mandanten dann sogar ihre GmbHs umwandeln in GmbH und Co. KGs oder diese eben in eine GmbH und Co. KG Holding einbringen, nämlich genau diese Vermeidung der Wegzugsteuer. Auch das hat einige Tücken, muss man sagen, diese Umwandlung oder Einbringung, denn man muss natürlich sicherstellen, dass dann die GmbH und Co. KG in Deutschland nicht funktionslos ist. Also da muss man schon ein bisschen drüber nachdenken. Also ein Thema, was du auf jeden Fall mit dem Steuerberater anschauen musst. Ich habe aber jetzt immer wieder gesehen, dass viele Mandanten nicht auf dem Schirm haben, dass eine solche GmbH und Co. KG Beteiligung natürlich steuerliche Konsequenzen in der Schweiz hat. Oder sollte ich vielleicht eher sagen, sozialversicherungstechnische Konsequenzen. Du weißt ja, die AHV, sie ist in der Schweiz eine heilige Kuh. Jeder muss AHV bezahlen. AHV, das steht für Alters- und Hinterbliebenenversicherung. Da geht es also um die staatliche Rentenversicherung. Anders als in Deutschland müssen dort auch selbstständige Unternehmer, zum Beispiel auch vermögende Privatiers einbezahlen. Der Beitrag ist nicht gekappt. Das heißt, da werden immer 10% fällig, egal ob du 100.000 verdienst oder 1 Million. 10% werden fällig. Wenn du Angestellter bist, dann zahlst du nur 5%. Dein Arbeitgeber zahlt die restlichen 5%. Aber eben, wenn du zum Beispiel nun ein Einzelunternehmen in der Schweiz betreibst, dann werden diese 10% fällig, egal wie hoch dein Gewinn ist. Und wie gesagt, das ist in der Schweiz eine heilige Kuh. Das heißt, man hat hier auch dafür gesorgt, dass es hier nicht irgendwelche billigen Umgehungstricks gibt, wie zum Beispiel, ich gründe eine Schweizer GmbH, lass mir 1.000 Franken ausbezahlen als Gehalt, da zahle ich Sozialversicherung drauf und dann bekomme ich 100.000 als Dividende ausgeschüttet. Das ist ja dann sozialversicherungsfrei, könnte man meinen. Ist es leider nicht. Es passiert zumindest regelmäßig, dass du darauf dann AHV-Beiträge bezahlen musst auf diese Dividenden, weil im Grunde genommen befunden wird, dass dein Gehalt künstlich gering gehalten wird. Also die AHV ist eine heilige Kuh und viele Mandanten verstehen nicht, dass auch auf die Gewinnausschüttungen der deutschen GmbH und Co. KG normalerweise diese 10% AHV in der Schweiz anfallen. Du hast richtig verstanden. Zusätzlich gibt es hier ein Urteil des Schweizer Bundesgerichtes, wobei dieser AHV auch fällig wird bei vermögensverwaltenden GmbH und Co. KGs. Ja? Der Grund dafür ist, dass immer eine Mitunternehmerschaft unterstellt wird seitens der Schweiz, eben auch dann, wenn es sich um eine vermögensverwaltende GmbH und Co. KG handelt. Übrigens auch dann, wenn du dich dafür entscheidest, dass diese deutsche GmbH und Co. KG wie eine Körperschaft versteuert, was ja mittlerweile in Deutschland möglich ist.
Steuern wären natürlich keine in der Schweiz fällig. Ja? Also sagen wir einmal, dass die deutsche GmbH 250.000 Euro an Gewinn erwirtschaftet. Du bist der einzige Kommanditist. Dann würdest du ja weiterhin eine Einkommensteuererklärung in Deutschland einreichen, wenn du in die Schweiz umgezogen bist. Nämlich als jemand, der beschränkt steuerpflichtig ist in Deutschland. Das heißt, du würdest dann diese Gewinne ganz normal in Deutschland versteuern. In der Schweiz müsstest du dann allerdings nochmal Sozialversicherung darauf bezahlen, auf das Brutto, nämlich 10%, also bei 250.000 Euro wären das 25.000, also durchaus kein Pappenstiel. Steuern, wie gesagt, musst du nicht in der Schweiz bezahlen. Hier gilt dann wie in Deutschland, wie in einer ähnlichen Konstellation ein Progressionsvorbehalt, was die Schweizer Besteuerung anbelangt, aber tatsächlich musst du diese Einkünfte nicht besteuern. Sie werden nur bei der Festsetzung deines Steuersatzes in der Schweiz auf deine übrigen Einkünfte mit berücksichtigt. Wie gesagt, das kennen wir ja auch aus Deutschland. Hier ist es also wesentlich, dass du dich im Vorfeld steuerlich beraten lässt, und zwar nicht nur in Deutschland in puncto Wegzugsteuer, sondern eben auch in der Schweiz. Wie gesagt, es muss nicht immer so sein, dass AHV fällig wird. Grundsätzlich kann man natürlich einen Gegenbeweis führen, dass hier keine Mitunternehmerschaft vorliegt, insbesondere nicht bei vermögensverwaltenden GmbH und Co. KGs tatsächlich, aber gibt es keine bekannten Fälle, wo das jemals gelungen wäre. Also lass dich hier auf jeden Fall von deinem Schweizer Steuerberater, Steueranwalt entsprechend beraten. Was sind nun alternative Szenarien, die tatsächlich funktionieren? Nun, wenn du noch nicht umgewandelt hast in eine GmbH und Co. KG oder beziehungsweise deine GmbH-Anteile in eine GmbH und Co. KG Holding eingebracht hast, dann müsste man sich natürlich überlegen, ob dieser Schritt tatsächlich sinnvoll ist im Hinblick auf die Wegzugsbesteuerung bei einer Auswanderung in die Schweiz. Denn wenn man sich das genau anschaut, und wir haben dazu auch schon Videos gemacht, ist ja im Grunde genommen die Wegzugssteuer, wenn man in die Schweiz umzieht, gar nicht so das Thema. Hier gibt es zwei konkrete Ansatzpunkte. Einmal das Doppelbesteuerungsabkommen, die überdachende Besteuerung, also diese Sonderklausel im deutsch-schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen, sichert Deutschland ja ohnehin noch Besteuerungsrechte für 5 Jahre zu nach deinem Wegzug in die Schweiz. Damit ist im Grunde bei einem Unternehmensverkauf, wenn du also deine deutschen GmbH-Anteile verkaufen würdest, der daraus resultierende Veräußerungserlös in Deutschland steuerpflichtig. Deutschland hat also weiterhin ein Besteuerungsrecht. Damit wird normalerweise keine Wegzugsteuer fällig. Nach den 5 Jahren könntest du dich dann immer noch befreien lassen, indem du zum Beispiel sagst, ich bin nur temporär in die Schweiz umgezogen. Das geht dann zunächst mal für 7 Jahre und dann kannst du es nochmal für 5 Jahre verlängern. Das heißt also, insgesamt könntest du 17 Jahre in der Schweiz leben und kannst die Wegzugsteuer vermeiden. Hier muss man das Thema Sicherheitsleistung natürlich dann mit berücksichtigen. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Sache, die ja interessant wäre, das sogenannte Wächtler-Urteil. Dort hat ja jemand gegen die deutsche Wegzugsbesteuerung geklagt. Konkret ging es auch um einen Wegzug in die Schweiz. Und er hat hier von dem BfH Recht bekommen. Das Urteil wurde 2024 veröffentlicht. Wir haben ja dazu einige andere Videos gemacht. Schau dir das einfach mal hier an auf unserem Kanal, wenn dich das Thema interessiert. Das heißt, da hat der BfH ganz klar bestätigt, bei einem Wegzug in die Schweiz wird keine deutsche Wegzugsbesteuerung fällig. Man kann das Ganze sich stunden lassen, unbegrenzt und zinslos. Aber auch hier, wie gesagt, das Thema Sicherheitsleistung möglicherweise etwas, was man berücksichtigen muss. Also, hier musst du mit deinem deutschen Steuerberater sprechen. Ist wirklich das Thema Wegzugsteuer gegeben, wenn ich in die Schweiz umziehe? Möglicherweise ist das überhaupt nicht ein Problem und du fährst im Grunde genommen besser, wenn du dann weiterhin die GmbH behältst und diese gar nicht umwandelst in eine GmbH und Co. KG. Hier muss ich auch immer wieder darauf hinweisen, dass es absolut zu überlegen ist, eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt in diesen Fragen anzufordern. Auch das ist etwas, was dein Steueranwalt, dein Steuerberater normalerweise machen kann. Da bekommst du dann verbindlich vom Finanzamt die Antwort, wie das Finanzamt diesen Sachverhalt steuerlich betrachtet. Nicht immer, muss man sagen, gibt das Finanzamt dir eine Auskunft. Leider, manchmal sagen sie auch einfach, mach mal und wir lassen dich dann hinterher wissen, was Sache ist, was natürlich nicht besonders positiv ist, ja, aber zumindest kann man es versuchen und in vielen Fällen wird auch die verbindliche Auskunft erteilt. Also das ist der eine Ansatz, das heißt, du klammerst das ganze Thema Personengesellschaft erstmal aus. Ein zweiter Ansatz wäre eine Stiftung. Hier kann man nachdenken über eine deutsche Familienstiftung oder auch eine liechtensteinische Stiftung. Das heißt, anstatt dass du die GmbH-Anteile in eine GmbH und Co. KG einbringst, bringst du sie in eine Stiftung ein. Das Ganze hat auch dann wieder seine eigenen steuerlichen, komplexen Fragen. Natürlich auch hier musst du einen Steuerberater und natürlich Steueranwalt konsultieren.
Auch muss man natürlich sagen, dass diese Stiftungen in der Schweiz, gerade liechtensteinische Stiftungen, nicht so gern gesehen sind. Vielfach wird auch dann die Stiftung nicht anerkannt und das Vermögen dir zugerechnet, wobei man dann sagen müsste, nun ja, möglicherweise ist vielleicht die Vermögensteuer je nach Wert des Vermögens in der Stiftung, vielleicht ist die Schweizer Vermögensteuer auf dieses Vermögen geringer, als die AHV dich auf die Gewinne bezahlen müsste. Ja, also das heißt, das ist etwas, was du eruieren müsstest. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass du deine Beteiligung an der GmbH und Co. KG überträgst an eine Kapitalgesellschaft, möglicherweise eine Schweizer Kapitalgesellschaft oder auch eine Kapitalgesellschaft im EU-Ausland, zum Beispiel Malta. Und dann hast du ja nicht mehr das Thema AHV. Das Ganze muss man dann richtig timen, denn man will ja auch nicht in die Wegzugsteuer dann wieder reinfallen. Also möglicherweise machst du diesen Schritt, wenn du in die Schweiz umgezogen bist. Ich sage das deswegen, wenn du eine Schweizer GmbH gründest oder eine Gesellschaft in Malta zum Beispiel, dann unterliegen auch diese der deutschen Wegzugsteuer. Ja? Das heißt also, zum Zeitpunkt des Wegzuges dürfen diese Gesellschaften im Grunde genommen nichts wert sein. Ansonsten ist es besser, du gründest die Gesellschaften dann, wenn du nicht mehr in Deutschland bist. Damit wird dann letztlich diese Körperschaft Kommanditistin deiner deutschen GmbH und Co. KG. Diese Gesellschaft ist dann natürlich in Deutschland beschränkt steuerpflichtig. Du könntest dann aber zum Beispiel die Gewinne in der Gesellschaft tesorieren oder eben dir auch ausschütten lassen. Wenn du es richtig machst, kannst du möglicherweise damit die AHV vermeiden. Das sind eben Dinge, die man dann in der konkreten Beratung eruieren müsste. Also, im Grunde genommen stellt sich die Frage Pest oder Cholera, Wegzugsteuer oder AHV in der Schweiz. Grundsätzlich ist es so, dass die Wegzugsteuer natürlich ein großes Thema ist. Tatsächlich lässt sie sich aber, wie ich es in diesem Video dargestellt habe, auch oft wirksam und natürlich komplett legal vermeiden. Das heißt, man muss sich dort natürlich schon sehr gut überlegen, was man konkret unternimmt. Also, wenn das ein Thema ist, was auch dich betrifft, wenn du in die Schweiz umziehst und du dir genau dazu Gedanken machst und dir überlegst, wie das beste steuerliche Setup ist, dann komm natürlich gerne zu unserem Seminar Auswandern in die Schweiz in Zürich. Link nochmal in der Beschreibung dieses Videos oder buche eine Beratung. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei diesen Fragen zu beraten. Ich habe früher selbst in der Schweiz gelebt. Ich kenne die Schweiz sehr gut. Wir arbeiten da mit hervorragenden Steueranwälten und Steuerberatern zusammen, die dich dann gemeinsam mit uns entsprechend auch begleiten können, entsprechende Rulings zum Beispiel auch bei den kantonalen Steuerämtern einholen können, damit du wirklich Rechtssicherheit hast, denn nichts ist ja schlimmer als Überraschung. Also nichts wäre schlimmer als jetzt zu sagen, du ziehst in die Schweiz um und realisierst auf einmal, dass auf deine Gewinnausschüttung aus der GmbH und Co. KG noch 10% AHV fällig werden, sozusagen als Strafsteuer. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.